Hallo und herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Heute habe ich hier nochmal so eine schöne alte Arbeit ausgepackt. Die hat mir jetzt der Restaurator wieder vorbeigebracht, weil die fertig geschnitzt werden sollte. Vielleicht erinnerst du dich, Ende 2019 habe ich hier mal auf diesem Kanal gezeigt, wie ich damit begonnen habe, so das Rausarbeiten. Und vielleicht haben es ja nicht alle gesehen oder schon wieder vergessen. Und so wollte ich hier noch einfach mal kurz zeigen, wie ich das jetzt zu Ende gearbeitet habe, noch ein paar Worte dazu sagen. Also ist kein richtig ausführliches Erklärvideo, weil ich auch nicht alles immer mit der Kamera festhalten kann. Aber das ist eine schöne, tolle, bildhauerische Arbeit, wie ich finde. Und die hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und so wollte ich einfach mal das hier nochmal teilen, weil hier geht es ja um die Bildhauerei. Und das ist nun wirklich hier so ein super Projekt. Also wenn das Ganze jetzt so 3-4 Meter groß wäre in einen Reinhardsdorfer schönen, leuchtenden, gelblichen Sandstein. Also das ist der Sandstein, der zum Beispiel beim Zwinger verbaut wurde oder hier in Berlin an der Humboldt-Universität und sowas. Also ein ganz toller, formbarer Sandstein. Wenn das jetzt aus diesem genialen Stein wäre, das wäre natürlich ein Traumprojekt, wenn du irgendwie sowas umsetzen möchtest. Ich gehe nicht davon aus, aber vielleicht gibt es ja einige Zuschauer. Dann nimm auch gerne Kontakt auf über die Webseite, dann können wir natürlich über solche individuellen Projekte sprechen, dass wir das vielleicht irgendwie gemeinsam realisieren können oder uns da annähern, wenn du irgend sowas vorhast. So, will ich noch mal kurz das zeigen, kleiner Rückblick und dann noch beim Schnitzen kurzer Einblick, wie ich fertig geschnitzt habe. Viel Spaß beim Zuschauen und auch viel Freude mit deinen Projekten, und wenn du hier vielleicht was lernen und kannst und Anregungen findest, dann freut es mich natürlich auch besonders. Ein Rückgriff auf 2019, da habe ich das hier schon mal gezeigt. Man kann sich das Video auch noch mal angucken, was ich damals noch dazu erzählt habe. Man sieht schön, wie man es aufspannen kann. Also das würde ich auf jeden Fall, wenn man jetzt grundlegend mal sowas schnitzen möchte, so einspannen. Ich habe dann den Eindruck gehabt, ich möchte es gerne in der Hand schnitzen oder eben so flexibel, dass man das auch mal ein bisschen drehen kann und ja, vorm Licht ein bisschen anders manchmal halten und einfach auch, ja, dass man sich hier besser rantasten kann. Ich musste da ein bisschen vorsichtiger rangehen, deshalb habe ich dann in der Hand geschnitzt. Das Ganze ist natürlich mit diesem Bild und dem Raster gemacht worden. Und das hat auch so eine leichte Schräge, die ich jetzt hier noch ranarbeite. Also da gab es auch noch so eine Schablone dafür, so eine Vorlage, die dann direkt ans Schiff ranpasst. Und das ist jetzt auch der Prozess, wo das jetzt eben weiterging, dass wir das da nochmal angeglichen haben und hier und da noch kann man was verändern, weil das wird ja noch vergoldet und so, das sieht man dann natürlich nicht mehr. Da kann man also auch mal noch was absägen, neu ankleben und sowas, alles möglich. Genau, und ich richte mich hier grundlegend nach dieser Vorlage und kann da auch abmessen, weil ich ja eine 1:1 Schablone habe, die eben ja gezeichnet ist und dass ich da schön schnitzen kann. Hier sieht man nochmal mein grobes Ergebnis damals und das habe ich jetzt eben so, wie es war, weiter geschnitzt. Ich bin jetzt hier aktuell an der Bekrönung. Das Weißliche hier unten, da wurde was untergefüttert, weil wir gemerkt haben, dass die Gesichter weiter raus müssen und ein bisschen im falschen Winkel saßen. Also sowas kann man natürlich jetzt hier ganz hervorragend korrigieren, weil das ja noch entsprechend grundiert wird, vergoldet wird und so, und da hat man also noch die Möglichkeiten dran rumzudoktoren, und es ist ja auch notwendig, dass das jetzt natürlich angepasst wird, und ja, wir reden hier von einer Rekonstruktion, die wird dann natürlich auch entsprechend teurer als etwas, was man jetzt so schnell hintereinander wegschnitzt, weil hier natürlich unverhältnismäßig viel dran rumgepopelt wird. Das hatte ich ja vor über einem Jahr angefangen, vor über einem Jahr begonnen, und jetzt schnitze ich es sozusagen noch sauber. Ich habe das hier eingespannt zwischen den Bankhaken, hier wurde schon dran rumgesägt mittlerweile, und ja, das hier ein bisschen verändert, deshalb sind hier so ein paar Stellen, aber das wird dann entsprechend nochmal nachgebessert, wenn das dann
mit Kreidegrund eben grundiert wird. Das ist eigentlich eine sehr schöne Arbeit. So ein Durchbruchsornament, das ist eigentlich so die Königsdisziplin, wie ich finde, von Ornamentik, also wo das so wirklich ins Plastische übergeht und handwerklich natürlich sowas auch sehr schwierig, vor allem in der Größe natürlich. Und das würde ich mir jetzt eigentlich vorstellen in so einem richtig schönen, gelblichen, sächsischen Reinhardsdorfer Sandstein. Da haben wir ja die zwei verschiedene Sorten. Also der eine, der ist feinkörniger und der andere ist etwas grobkörniger. Und wenn es jetzt so 3-4 Meter groß wäre, ich nehme an, für ein Portal oder so, ist zwar weich, aber man kann ihn entsprechend auch noch imprägnieren, versiegeln. Und wenn hier oben noch ein Dach oder sowas wäre, irgendwie so ein bisschen abschirmt und wenn das richtig gut gearbeitet ist, würde der auch geschützt sein. Wenigstens etwas. Und dann könnte man auch diesen feinen Sandstein nehmen. Also das ist so ein Bildhauerstein. Ja. Das wäre natürlich ein Traumprojekt. Soweit bin ich noch nicht, aber vielleicht kommt das irgendwann mal. Ja, was mache ich jetzt hier? Ich muss jetzt noch dieses Gesicht schnitzen. Und ja, dann muss ich zum Beispiel noch diese Krallen schnitzen. Hier noch ein bisschen an den Haaren arbeiten. Hinten muss noch ein bisschen was weg. Und hier ist das noch zu dick da, also da kann einiges weg und die Haare noch ein bisschen ausarbeiten, ja. Unten an dieser Profilleiste noch ein kleines wenig herumarbeiten. Das ist hier mit so einer Raspel oder Feile, besser gesagt, bearbeitet. Aber das halt das sofort gleichmäßig macht. Schleifen geht auch. Jetzt schnitze ich hier am Gesicht. Mit so einem kleinen Hohlbohrer kann ich das natürlich mal schön reinschneiden, also dass einfach wirklich eine Vertiefung entsteht. Darum geht es ja, dass die Nase rauskommt. Also ich muss also um diesen höchsten Punkt mich bemühen, dass ich den ein bisschen herausarbeite. Und mit der linken Hand kann man natürlich auch arbeiten, wenn man jetzt, je nachdem, ob man Links- oder Rechtshänder ist, kann man auch die andere Hand mal benutzen. Da habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Und da arbeite ich jetzt hier eben mit so einem scharfen kleinen Zierbohrer, dann halt noch eine Nummer kleiner, was man da so hat. Kann auch ein 1,5er sein oder ein 1 Millimeter. Da kann ich die Augen so ein bisschen schnitzen. Ja, dann muss ich halt die Backen auch noch ein bisschen rausarbeiten. Dadurch entsteht auch das Kinn, ja, dass ich die Backe ein bisschen raushole. Da kriege ich das Kinn raus. Es sind wirklich so kleine Schnitte und das Ganze ist recht filigran, schon für die Werkzeuge fast schon nicht mehr so gut geeignet. Und dieses Kinn trenne ich dann auch noch ein bisschen vom Körper. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel mit den Flacheisen noch ein bisschen nachputzen. Da habe ich auch noch so ein kleines, was ich jetzt gerade in der Hand habe, dieses 2 mm Flacheisen. Trenne das Kinn auch noch etwas vom Körper und indem ich auch in diese Eckbereiche reinarbeite, kommt es natürlich schön raus. Und das macht jetzt eben diese ganze Arbeit noch schön spannend, dass ich diese kleinen Eckbereiche auch noch schön ausarbeite, da ein bisschen wirklich in die Tiefe gehe, ja, dass dieses Kinn so nach unten rumzieht und das dicke Ärmchen da oben anschließt, dann Hals praktisch, in diesem Fall hier nicht existent, aber wenn das so ist, dann muss ich mich natürlich danach richten. Ja, und je nachdem, was jetzt eben noch nicht stimmt, schnitze ich noch weiter tiefer rein. Ich habe eben die Augen so oben so leicht umrandet. Gehe jetzt auch nochmal in den Eckbereich zwischen Stirn und Haar eben so ein bisschen rein, dass es alles mehr Klarheit gewinnt, genauer wird. Und ja, da ist es dann oftmals auch so ein systematisches Abarbeiten, sage ich mal, von diesen ganzen Dingen, dass es dann am Ende schön klar auch rüberkommt. Nicht unbedingt nur eine künstlerische Arbeit, sondern natürlich auch sehr handwerklich, vor allem in dieser Größe. Und man sieht jetzt auch natürlich noch die Stärke vom Material und das ist jetzt im Ornament ist es natürlich okay, ja, dass das nach hinten hin nicht alles plastisch ausgearbeitet sein kann. Das ist irgendwie verständlich und auch völlig akzeptabel natürlich für alle Leute, die das auch anschauen. Wenn das jetzt sogar noch einen Hintergrund hätte, wäre das noch mehr akzeptabel, ja, dass das nach hinten hin senkrecht einfach in die Tiefe geht. Da kann man natürlich dann auch Maschinenwerkzeuge einsetzen, um das ein bisschen rauszufräsen oder so.
oder die Kopiersäge in diesem Fall hier zum Beispiel könnte man da gut verwenden, um die Zwischenräume rauszusägen. Dann ist man da schon mal auf der sicheren, schnellen Seite. Genau, und dann schnitzt man halt auch die Flächen nach hinten noch sauber und dann ist es nahezu fertig. Dankeschön fürs Zuschauen. Komm gut voran mit deinen Projekten und ich hoffe, du konntest hier auch was mitnehmen. Wenn dem so ist, hinterlass mir auch gerne einen Daumen nach oben. Das freut mich natürlich auch hier, gutes Feedback zu sehen, dass ich merke, ja, es hilft auch anderen oder andere erfreut das einfach. Das ist dann auch meine Freude. Und wir haben ja alle nun geübt, immer schön zu Hause zu bleiben. Ich hoffe, es geht dir nicht auf den Senkel und du kannst auch selber irgendwas Schönes, Handwerkliches umsetzen. Viel Freude dabei, gutes Vorankommen, ohne Verletzungen und so. Wünsche ich dir da viel Erfolg mit deinen Arbeiten und kannst natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren, dann verpasst du keine dieser Videos mehr. Kannst mir ja auch gerne folgen oder das auch mit anderen teilen, wo du sagst, hey, das würde ich gerne mal jemand zeigen, was der da gemacht hat. Das hat mich selber inspiriert und vielleicht ist das was für dich. Dann schick das auch gerne an andere Leute weiter. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuschauen. Bis zum Wiedersehen. Mach's gut und ciao.